Heute eröffne ich meine Sommerurlaubsreise in Videos aus dem letzten Jahr. Und da nehme ich euch mit. Hallo und herzlich willkommen auf meinem kleinen Kanal. Ich bin der Sarge und ich freue mich, dass ihr mein Video angeklickt habt. Meine Eltern haben in den 60er Jahren von einem Bauernhof erfahren, auf dem man günstig Urlaub machen könnte. Das war sehr lange her. Ich war 3 Jahre alt und sie nahmen mich mit, um zu schauen, ob das etwas für sie sei. Und auf diesem Bauernhof in Österreich, in der Steiermark, auf dem Hof der Familie Geig, habe ich dann meinen 4. Geburtstag gefeiert. Und meine Eltern waren so davon angetan, dass sie die weite Reise auf mich nahmen und wir ungefähr 7-mal dorthin gefahren sind. Für uns Kinder war es eine göttliche Sache, weil auf diesem Bauernhof hatten wir unendliche Freiheit. Wir durften fast alles tun, was wir wollten. Und der alte Herr Geig hatte mich wohl irgendwie ins Herz geschlossen, denn ich durfte meistens mehr als die anderen. Zum Beispiel gab es ein altes Motorrad aus dem Krieg. Heute weiß ich, dass es eine Zünder war, mit Boxermotor. Die stand bei ihm im Schuppen, die hatte er aus dem Krieg mitgebracht. Und niemand durfte dieses Motorrad anpacken. Nur ich durfte darauf spielen. Damals als Kind habe ich das nicht so wahrgenommen, aber später war ich doch sehr stolz darauf. Irgendwas muss ich gehabt haben, was den alten Herrn Geig in mir gesehen hat. Vielleicht einen Sohn, den er nicht hatte. Wer weiß das schon. Und irgendwann war es aber dann einfach zu weit, die 1000 Kilometer zu fahren mit 3 Kindern. Dann war lange Zeit nichts mehr. Und als ich 18 wurde und meinen ersten Roller hatte, da kam wieder das Gefühl auf, ich muss unbedingt noch mal nach Familie Geig fahren. Und eines Tages setzte ich mich auf meinen Roller, oder respektive ich schrieb einen Brief an Familie Geig, ob sie sich noch an uns erinnern könnten und ich würde gerne vorbeikommen. Taten sie. Ich meine, die Familie Papas hat ordentlich einen Eindruck dort hinterlassen. Und so setzte ich mich auf meinen Roller und fuhr diese 1000 Kilometer nach Österreich in die Steiermark. Ja, und ich kam auf den Hof und es war wie in meiner Kindheit. Es war wunderschön. Der Blick ins Tal, den ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Das Haus, das war einfach schön. Apropos Haus. Das hier ist das Ferienhaus der Familie Geig. Ich habe ein Fotobuch gemacht für die Annemarie, das ist die älteste Tochter, mit der ich ein sehr gutes Verhältnis habe. Und der Blick, von dem ich sprach ins Tal, das ist dieser hier. Einfach wunderschön. Und ich fuhr viele Jahre mit dem Roller dahin, mit dem Auto, mit dem Motorrad. Dann fand ich einen Job und bekam nur noch 2 Wochen Urlaub am Stück. Und damals mit meinem damaligen Auto war das einfach zu anstrengend. Es war ein Honda Civic, das hat echt ordentlich Arbeit gemacht, kann man nicht anders sagen. Und so gingen 10 Jahre ins Land, Corona kam und plötzlich, voriges Jahr, hatte ich das Gefühl, ich muss dahin, ich muss nach Geig. Und so rief ich an und sagte, ich würde gern vorbeikommen, habt ihr einen Platz für mich? Und sie hatten einen. In den 80er Jahren hat Annemarie mal zu mir gesagt, du kannst jederzeit kommen, du brauchst doch nicht anzurufen, komm einfach, wir haben immer Platz für dich. Wow. Und so fuhr ich dahin und mit diesen modernen Autos ist das alles viel einfacher. Ich übernachtete einmal und fuhr dann gemütlich durch Österreich, durch Salzburger Land, durch die Steiermark und dann war ich da. Ja. Und da ich YouTube-Videos machte, dachte ich, das ist die Gelegenheit. Nimm eine Kamera mit und film das. Film alles, was du nur irgendwie filmen kannst, für dich als Erinnerung und vielleicht auch für ein schönes YouTube-Video.
Und ich habe so viel Material, dass ich jetzt mindestens 9 Filme dafür habe. Und deswegen gibt es ab jetzt meine Sommerreise 2022 mit einer erhöhten Schlagzahl, weil sonst hätte ich das ganze Jahr schon voll. Und deswegen gibt es ab jetzt alle 2 Wochen ein Video von mir. Und dazu wünsche ich euch viel Spaß. In diesem Sinne, Ohayou gozaimasu, euer Sarge.